Guten Tag. Es ist 2026, Zeit für neue Projekte und eines dieser Projekte steht hier. Das ist nämlich ein 2 Liter Eichenfass, angefertigt extra für mich von einem Fasshersteller. 2 Liter Fassungsvermögen, das ist Virgin Oak, wenn man das so sagen möchte. Frische europäische Eiche. Ich weiß nicht welche, aber es ist auf jeden Fall ein Eichenfass. Es ist auch bereits getoastet, mittelstark getoastet. Und das habe ich mir bestellt. Und jetzt im ersten Schritt ist es wichtig, dass man das Eichenfass abdichtet und sogenannt Weingrün macht, also für Belegungen vorbereitet. Was ist dazu zu tun? Man nimmt das Eichenfass und füllt warmes Wasser hinein. Das lässt man dann ein bisschen drin stehen. Man sieht hier so ein bisschen kleinere Flecken. Da kam tatsächlich auch ein bisschen Wasser raus. Das war allerdings wirklich vernachlässigbar. Ein bisschen schwieriger ist der Hahn. Das ist ein Holzhahn, der immer wieder, das sieht man glaube ich auch jetzt, ein bisschen tropft, ein bisschen leckt. Ich habe auch schon mit dem Hersteller des Fasses gesprochen, der wird mir einen neuen Hahn schicken, der vielleicht ein bisschen besser läuft. Aber selbst wenn er leckt, leckt er eben wirklich nur kurz ein paar Tropfen und dann ist das Ding wieder in Ordnung. Insofern kein größeres Problem. Hier haben wir jetzt schon drin die dritte Füllung mit Wasser. Ich hatte eine Füllung mit Wasser 2 Tage, dann eine weitere Füllung Wasser nochmal 2 Tage und die dritte Füllung ist jetzt eine weitere Füllung mit Wasser, das Holz schwimmt auf, dichtet sich sozusagen selbst ab. Das ist also ein Fass, in dem kein Leim oder ähnliches verwendet wurde, also wie ein ganz normales großes Fass aufgebaut. Und wir gucken jetzt mal nach, wie das Wasser aussieht. Man muss hier erstmal den Propfen lösen, das geht manchmal ein bisschen schwierig, diesmal ist es eigentlich ganz einfach. Und dann hat man hier, sieht man schon, ich habe das bis oben hin gefüllt, damit es wirklich ganz gefüllt ist. Das ist für die Vorbereitung des Fasses vollkommen in Ordnung. Und nun wollen wir mal gucken, was das Fass, was das Holz mit dem Wasser gemacht hat, das da jetzt so seit 2,5 Tagen drin ist. Dazu kippen wir das einfach hier rein. Ihr seht vielleicht schon, dass das Wasser nicht mehr ganz klar ist. Also das Holz gibt natürlich auch schon an das Wasser Dinge ab. Wie gesagt, 2 Liter Fassungsvermögen. Es ist prinzipiell möglich, ab 1 Liter Fässer sich herstellen zu lassen und 1 Liter Größe. Geht auch größer, 3 Liter, 5 Liter, 10 Liter. Ich wollte jetzt bei meinem ersten Fassprojekt das mal ein bisschen in der Mitte starten mit 2 Litern. Das ist eine ganz gute Größe, um erstmal zu probieren. Ist natürlich auch kostenmäßig dann etwas großzügiger, weil man einfach nicht so viel Grundstoff braucht. Und der Plan, den ich habe, wenn wir das jetzt hier abgelassen haben, also das Fass ist jetzt wieder leer, stellt es wieder hin. Ihr könnt vielleicht sehen, die Farbe ist auch leicht bräunlich, man hat auch 2, 3 kleine Stücken drin, kein Problem. Aber wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch das Fass einerseits reinigt und abdichtet, andererseits auch, sage ich mal, es ist ein frisches Eichenholzfass, es hat also unheimlich viel Holzeinfluss und Eicheneinfluss und den muss man auch ein bisschen abdämpfen. Das macht man mit den Wasserfüllungen auch. Und der Plan, den ich habe, ist, dieses Fass mit Madeira Wein Medium Sweet vorzubelegen. Der Madeira Wein, wer das nicht weiß, kommt von der Insel Madeira, ist ein gespritteter Wein, der also mit anderem Alkohol versetzt wird.
hat ungefähr 18-19%. Den Madeira, den ich ausgesucht habe, den zeige ich euch dann im nächsten Teil dieses Fassprojekts und der Videos. Und dann schauen wir mal, ich werde jetzt hier noch einmal Wasser einfüllen, das noch ein bisschen stehen lassen. Die Madeiras kommen morgen, dann werde ich das Wasser rausnehmen und danach gleich den Madeira einfüllen. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Und dann gucken wir mal weiter. Der Plan ist, den Madeira natürlich sozusagen vorzubelegen und dann einen fassstarken, ausschließlich Bourbon-Fass gereiften Whisky hier einzufüllen. Da bin ich noch nicht, den Grundstoff habe ich mir noch nicht ausgesucht und angeguckt. Das will ich mal sehen. Ich will eigentlich für das erste Projekt keinen rauchigen Whisky nehmen, sondern einen Bourbon-Fass gereiften, nicht rauchigen Whisky. Aber wie gesagt schon einen, der Fassstärke hat. Das muss man so sehen. Nach Empfehlung sagen die Experten, dass man so um die 55% reinfüllen soll. Man wird natürlich in dem kleinen Fass einen sehr viel schnelleren Reifungsprozess haben. Und das muss man natürlich sehr genau timen. Was wichtig aber auch ist, dass man natürlich auch den Madeira da drin nur eine gewisse Zeit drin lässt. Man muss aufpassen, dass der Madeira selbst auch nicht kippt, also sage ich mal, zu holzlastig wird und auch zu viele Bitterstoffe vom Fass aufnimmt. Das wird also auch darum gehen, den Madeira dann immer wieder mal zu entnehmen, Teile mit einer Pipette und zu gucken, wie hat er sich entwickelt. Hat er Fassaromen aufgenommen, aber er sollte trotzdem immer noch als Madeira erkennbar sein. Und dann wird der Madeira, wenn es denn soweit ist, abgelassen. Es gibt da sehr unterschiedliche Angaben, wie lange das dauert. Manche sagen, es dauert 4 Wochen, andere sagen, das kann man ein halbes Jahr drin lassen. Es wird sicherlich so sein, dass er erstmal da 4 Wochen drin liegt und dann muss man, denke ich, alle 2 Wochen einfach gucken, wie man damit umgeht, immer wieder verkosten, ob der Madeira zu viel Eichenfracht bekommt und zu viel Bitternoten, weil das wäre kontraproduktiv. Dann hätte man ein bitteres Fass mit vorbelegt und dann füllt man den Whisky ein und dann werden diese Bitternoten eben auch in den Whisky gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ja, das war jetzt der erste Teil. Wenn ich den Madeira habe, dann gucken wir uns den mal an, dann sage ich zu dem Kollegen noch was und dann gucken wir einfach weiter. Heute ist vielleicht wichtig, der 1. Januar des neuen Jahres, also insofern pünktlich zum 1. Januar 2026 starte ich mein Fassprojekt und dann könnt ihr dabei sein, wie sich das entwickelt. Tschüss.